Fibromyalgie ist unsichtbar und genau das ist oft das größte Problem. Ich habe dazu ein kurzes Video gemacht, vielleicht kennst du das auch schon. Das sind nicht nur die Schmerzen oder die Erschöpfung. Eigentlich ist das größte Problem, dass wir uns nicht verstanden fühlen. Und das Gefühl, das kennst du doch bestimmt auch, oder? Wenn das so ist, dann schreib unsichtbar in die Kommentare und hilf mir dabei, mehr Aufmerksamkeit zu schaffen. Danke. Ja, und ihr habt über 100 Kommentare hinterlassen und nicht nur das Wort unsichtbar geschrieben, sondern teils ganze Geschichten. Und aus diesen Kommentaren, da ist dieses Video entstanden, aus euren Erfahrungen, aus euren Stimmen. Und ich beginne nun mit dem ersten Abschnitt. Da geht es um etwas, das viele von euch geschrieben haben, nämlich wie es ist, wenn einem einfach nicht geglaubt wird, nur weil man von außen gesund aussieht. Und da schreibt jemand, was keiner sieht, kann ja nicht sein. Und das ist genau das, was viele erleben. Wenn man etwas nicht sieht, dann existiert es eben auch nicht in den Augen der anderen. Ne? Da schreibt noch jemand, je mehr man sich erklären muss, desto unverstandener fühlt man sich und glaubt so langsam dem eigenen Empfinden an Schmerzen auch nicht mehr. Ja, und das muss ich sagen, das kenne ich auch. Es gab mal eine Zeit, da habe ich mich gefragt, ob ich mir das vielleicht alles nur einbilde. So weit geht das Ganze sogar schon, dass man selbst an sich zweifelt, obwohl man eigentlich ja genau weiß, wie es einem geht. Und vielleicht warst du ja auch schon mal an so einem Punkt, dann schreib gerne mal davon in den Kommentaren. Ich kann zwar nicht mehr alles beantworten, dafür sind es inzwischen einfach zu viele Kommentare, aber ich lese wirklich noch immer alles mit. Ja, der nächste Kommentar. Genau so ist das. Ich komme mir schon vor wie eine Simulantin. Ja, und das sollte nun natürlich wirklich nicht sein, dass man sich selbst schon vorkommt, als würde man nur etwas vorspielen, einfach weil die Krankheit von außen nicht zu sehen ist. Und diese Beschreibung, nicht richtig gesehen zu werden, die ziehen sich durch eure Kommentare wie so ein roter Faden eigentlich. Und ich kenne das natürlich auch. Und im nächsten Abschnitt, da geht es darum, was das mit einem macht, wenn man sich ständig rechtfertigen muss und trotzdem nicht verstanden wird. Es ist frustrierend, immer wieder das Gleiche zu erklären, um danach Kommentare zu kassieren, als ob man eben gar nichts gesagt hätte. Und dann schreibt noch jemand anders, ich will mich nicht mehr erklären müssen. Lieber bleibe ich allein. Puh, das ist echt harter Tobak, oder? Ja, aber genau so ist es, wenn man irgendwann müde ist vom Reden und vom Erklären. Man will dann einfach nur noch seine Ruhe haben. Das kenne ich auch. Irgendwann ist man nur noch erschöpfter vom sich erklären müssen oder Ausreden finden. Genau, und dann hört man auf zu erzählen, weil man einfach nicht mehr kann. Und genau das schreiben auch viele, dass sie irgendwann einfach still werden. Denn dieses ständige Erklären, immer wieder, das raubt einem so viel Kraft. Und trotzdem spürt man, dass es nicht ankommt. Also, wozu überhaupt noch reden? Vielleicht geht es dir ja genauso, dann schreib gern mal. Vielleicht findest du dich aber auch im nächsten Abschnitt wieder, denn manche schreiben, dass sie sich immer mehr zurückziehen. Nicht, weil sie das wirklich wollen, sondern weil es einfach nicht mehr anders geht. Da schreibt zum Beispiel jemand, ich lebe nicht, sondern überlebe. Und ein anderer Kommentar klingt so, außerdem ziehe ich mich sowieso von allen zurück und schließe mich bei allem aus, da ich nicht mithalten und aushalten kann. Ja genau, auch ein Riesenproblem, wenn man merkt, dass man nicht mehr mithalten kann. Und das ist für Außenstehende oft gar nicht nachvollziehbar. Jetzt kommen wir gleich zum nächsten schweren Abschnitt, aber bleibt trotzdem dran, denn es geht gleich auch noch um Stimmen, die zeigen, dass es trotzdem kleine Lichtblicke gibt. Ja, was das Ganze noch schwerer macht, wenn ausgerechnet die Menschen oder Stellen, von denen man sich eigentlich Unterstützung erhofft und auch erwartet, wenn die keine Hilfe sind oder sogar belasten. Da schreibt jemand zum Beispiel, sogar mein Mann versteht mich oft nicht und da er selbst krank ist und dazu noch Depressionen hat, überfordert er mich oft. Ja, das kennen bestimmt auch einige von euch, oder? Dass andere einen brauchen, obwohl man selbst kaum noch Kraft hat. Und eigentlich würde man selbst jemanden brauchen, der sich ein bisschen um einen kümmert. Aber am Ende bleibt man dann doch wieder allein zurück. Da gibt es noch einen Kommentar, der heißt, das Schlimmste sind die Ärzte und die Behörden. Ich versuche seit 2 Jahren, die Erwerbsminderungsrente zu bekommen. Und die Rentenversicherung sagt nur,
Stellen Sie sich nicht so an, Sie können ohne Probleme 6 Stunden arbeiten. Es sind doch nur Schmerzen. Ja, das ist natürlich bitter. Gerade von Ärzten oder offiziellen Stellen möchte man sich natürlich ernst genommen fühlen, aber stattdessen muss man kämpfen, obwohl man eigentlich diese Reserven ja auch gar nicht hat. Ich mache mal weiter mit dem nächsten Kommentar, der heißt: Am schlimmsten finde ich sogenannte Schmerztherapeuten, die keine Ahnung haben. Ich suche gerade einen neuen. Es ist ein Elend, wenn du von niemandem, wirklich niemandem ernst genommen wirst. Absolut, ich sehe das genauso. Ich kann euch nur eins sagen, ich glaube euch, denn vieles von dem, was ihr beschreibt, das kenne ich ja auch selbst aus eigener Erfahrung. Ihr seid jedenfalls nicht allein, was diese ganze Kommentarflut ja auch ganz deutlich zeigt. Es gibt so viele, die das kennen, und allein das zu wissen, kann vielleicht schon ein bisschen helfen. Vielleicht, oder? Und deshalb, wenn du jemanden kennst, dem dieses Video helfen könnte, dann teile das gern weiter oder schick es weiter oder reagier auch auf Kommentare, wenn jemand gerade Unterstützung braucht, falls du das mitbekommst. Das wäre natürlich super, wenn ihr euch da gegenseitig ein bisschen helft. Ja, im nächsten Abschnitt schauen wir nochmal auf was ganz anderes, auf das, was helfen kann. Das hatte ich ja eben schon angekündigt. Manche von euch haben auch geschrieben, was hilft, was trägt, wer oder was ihnen Kraft gibt, auch wenn es nur kleine Dinge sind. Und auf 2 möchte ich hier eingehen. Der erste Kommentar, da hat jemand geschrieben: Zum Glück habe ich 2 Freundinnen, die selbst Fibro haben. Wir tauschen uns regelmäßig aus, was einfach gut tut. Es ist echt eine so wertvolle Freundschaft, wenn man sich einfach versteht. Genau so ist es. Austausch tut einfach gut. Und wenn irgendwie möglich, dann sucht euch Menschen, die das auch kennen. Klar, nicht jeder hat gerade eine Fibro-Freundin im Umfeld, aber vielleicht findest du ja eine Gruppe in deiner Nähe oder du schaust dich online um. Da gibt es inzwischen ja auch viele Möglichkeiten. Ja, und ich hatte hier kürzlich auf YouTube die Idee, regelmäßige Zoom-Treffen durchzuführen, genau dafür, nämlich für den Austausch untereinander. Und die Antworten dazu, die waren aber eher zurückhaltend bis ablehnend. Und mich würde da natürlich interessieren, woran das lag. Vielleicht mögt ihr da ja mal schreiben. Ich habe das ganze Vorhaben jetzt jedenfalls erstmal auf Eis gelegt. So, nun noch ein zweiter kleiner Lichtblick. Da schreibt jemand: Mittlerweile, nachdem ich offen damit umgehe, ist meine Umgebung sensibler geworden und zeigt zwar nicht unbedingt echtes Interesse, doch ich fühle mich angenommen, wie ich bin. Ja, das ist doch schon mal was. Ich glaube, vielen geht es da wie dir. Man will ja nicht viel, nur ernst genommen werden. Und wenn dein Umfeld inzwischen sensibler reagiert, dann macht das den Alltag vielleicht auch ein bisschen leichter, oder? Wenn du magst, dann schreib doch auch mal, was dir hilft. Vielleicht ist es etwas ganz Kleines, aber vielleicht macht es genau jemand anderem gerade Mut. Und nun noch etwas, was mir sehr wichtig ist. Wer heute noch behauptet, Fibromyalgie oder die Beschwerden seien nicht echt, der ignoriert die Fakten, denn die Forschung ist längst weiter. Fibromyalgie ist messbar und sie ist real, und ich muss das einfach immer wieder sagen, weil das noch nicht jeder mitbekommen hat. In den Arztpraxen ist das im Moment noch nicht angekommen. Das wird auch wohl noch ein paar Jahre dauern. Aber in der Forschung ist das längst klar. Und deshalb habe ich dazu einen kleinen Leitfaden für dein nächstes Arztgespräch erstellt mit aktuellen Forschungsergebnissen und Quellen, die du mitgeben kannst. Und in diesem Video, da erkläre ich alles ganz genau und verlinke auch den Leitfaden. Und in diesem Video hier unten, da geht es um neue Forschung zu Antikörpern, die das Nervensystem angreifen. Übrigens direkt aus Würzburg. Schau dir das unbedingt an, wenn du dich dafür interessierst. Ja, ich hoffe, das gibt dir ein bisschen Rückhalt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Bis bald.